Hallo liebe Community, hier ist mal wieder der Chris und heute wollte ich mit euch eigentlich bei der Brennensee weitermachen. Ihr seht es schon, ich habe hier die ganze Z-Achse hindrapiert, die müssen wir nämlich noch zusammenbauen. Das machen wir auch noch, aber Chris hat Schrauben vergessen. Ich habe mir alles geholt aus dem Baumarkt, aber die Schrauben, die ich brauche, nämlich M6x40 oder M6x45 hier oben für die HM-Halterung, habe ich nicht. Ich habe alle möglichen Schrauben, aber die habe ich nicht, also können wir das leider nicht machen. Und da hinten seht ihr auch noch Schmiernippel. Ja, weil es sind nicht überall Schmiernippel bei. Und da hinten ist noch der Werkzeuglängensensor. Über den haben wir auch noch nicht gesprochen. Da kommen wir dann, wenn Elektrik ist und wenn wir eine Maschinengeschichte machen, dann kommen wir dazu. Heute kam ein Paket an. Was da wohl drin ist? Da gucken wir jetzt mal rein. Das wollte ich mit euch mal machen, so ein kleines Unboxing-Video. Ich meine, ich mache ja normalerweise keine Unboxings hier, weil das jeder unboxt auf YouTube alles und immer und jederzeit. Und eigentlich brauche ich mir auch keine Pakete mehr schicken lassen, weil die Leute haben ja alles schon geunboxt. Und ich weiß ja schon, was da drin ist. Ja, aber ja, das ist so ein Thema. Heute wird alles hier unboxed, aber in diesem Fall werden wir da mal drüber sprechen müssen, was hier drin ist, weil das ist ein sexy Paket. Da habe ich übrigens auch drauf gewartet. Und UPS, Junge, UPS war schon bei mir. Oh, es riecht schon wieder nach China, Alter. Es riecht nach China, man riecht's. UPS war schon bei mir und das Problem war, Chrissy war nicht zu Hause. Ich bin gerade von Arbeit gekommen. Oh, war das nervig. Aber ich habe den UPS-Mann noch gesehen. Und er so, ich so, ey, du hast bestimmt ein Paket für mich. Er so, wo wohnst du? Und ich so, hier auf dem Mond. Und er so, ja, habe ich bei, gebe ich dir. Ja, also geil. Habe ich es doch gekriegt. So, was glaubt ihr denn, was hier drin ist? Ist ja nur ein bisschen größer. Schaltschrank kann es nicht sein. Der ist ja da unten, das wisst ihr ja. Den haben wir ja schon gesehen. Was ist denn hier wohl drin? Das riecht nach China. Es riecht wirklich nach China. Es riecht nach Produktionsbetrieb. Riecht das hier. Gucken wir mal rein, was da drin ist, wa? Tada! Ja, man sieht jetzt erstmal nicht so viel. Aber das ist erstmal schön. Jetzt lesen wir uns erstmal die Anleitung durch. Ja, haben wir durchgelesen. Geil. Aber ist doch schon zu sehen, was hier drin ist, oder, Leute? Ihr wisst doch, was hier drin ist, oder? Ihr wisst doch, was hier drin ist. Hier ist unser wunderschöner... Oh, kommt ja auch nicht raus, der ist ja dicker als Icke. Hier ist unser wunderschöner... Ja, Hangfeng, Ping-Pong, weiß ich nicht, wie die Firma heißt. Umrichter drin, jawohl. Für unser Spindelchen. 2,2 kW, 220 Volt. Alter, riecht das nach China. Alter, das riecht so nach China. Hier klappert schon was drin. Ach, hör doch auf, hier klappert schon was drin. Oh nee, oder? Gut, dann müssen wir den mal aufschrauben. Müssen wir mal gucken, was da klappert. Ich hoffe, es ist nur irgendwas Plastikartiges, was abgebrochen ist. Ansonsten müssen wir den Chinesen anrufen und dann müssen wir ja schon wieder einen neuen bestellen. Ach man, das nervt mich gerade schon wieder richtig. Aber ist egal. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch irgendein Paketchen. Was ist hier drin? Ach, hier ist die Wasserpumpe drin. Ja, Wasserpumpe. Das hier so eine, weiß ich nicht was, Wasserpumpe. Werden wir sehen, was wir damit machen. Aber was mich schon wieder nervt, ist, dass im Wechselrichter schon wieder, im Umrichter klappert schon wieder drin. So, Schläuchling für die Wasserpumpe haben wir auch. Hier ist das Rieseneisenschwein, die gegossene und die wir noch bohren müssen. Ne, die gegossene Spindelhalterung. Ich habe jetzt die dreiteilige genommen, weil es riecht so nach China. Ich habe die schräubige genommen, weil das die ist, die wir brauchen für das Standarddesign. Ja. So, was haben wir noch? Ja, hier haben wir natürlich das Herzstück. Oh, Alter. Die wiegt bestimmt 10 Kilo, Alter. Junge. Da ist er. Oh. Ja. 2,2 kW. China-Spindel. Ja, die werden wir natürlich noch ein bisschen bearbeiten müssen. Da müssen wir nämlich mal gucken, ob hier die PE-Geschichte überhaupt verbunden ist mit der Spindel. Meistens ist das nicht so, da muss man die noch mal ein bisschen bearbeiten. 8er Durchmesser, ja, also guckt euch an hier, die kleine Superspindel. Die packen wir wieder in, weil die brauchen wir ja nicht jetzt aktuell. So, den Umrichter baue ich gleich auseinander, guckt da nicht drin. So, jetzt haben wir hier, das sieht aus, als wäre das schon mal benutzt. Das ist ja schon ausgepackt hier. Was ist denn das für ein Scheiß?
Hier haben wir Schrauben. So, was haben wir noch? Achso, ja, wir haben hier noch den Spindelstecker. Den kriege ich jetzt nicht raus, ey, da brauche ich einen Schraubenzieher. Und wir haben hier natürlich noch Collets, also Einsätze. Eher 20, ne? Die sind dann halt für verschiedene Durchmesser. In dem Fall hier Halbzoll, Achtelzoll. Was hier noch alles hier so drin ist, hier. Also das sind die Einsätze, wo nachher dann quasi die Werkzeuge in die Spindelmutter kommen. Und da haben wir jetzt hier verschiedene Größen noch. 1 Zoll, 2 Zoll, 3 Zoll, 4 Zoll, also 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das sind die Einsätze, die dann vorne in die Spinne reinkommen. Ne? Auch alles da. Super geil. Ja, also, wen sehen wir? Hier hat sich das schon mal gelohnt, das Paket abzuholen. Was mich natürlich nervt, ist, dass dass der Umrichter schon wieder klappert. Das haben schon einige Leute geschrieben, dass ihnen das auch passiert ist. Das ist irgendein Bauelement abgebrochen innen drin. Ja, das ist für mich als Elektroniker jetzt kein Problem. Ich kann das reparieren. Aber wenn ihr jetzt da eben nicht so bewandert seid, ja, dann ist das natürlich mit dem Umrichter scheiße. Ja, dass der dann klappert da innen drin. Ich werde den jetzt gleich mal aufmachen, ohne euch. Ich werde mal rinkicken. Vielleicht gibt es ja dann auch ein Update, was da los war. Ja, also, ach man, scheiße. Wieso muss denn das jetzt klappern, das blöde Ding, ey? Das gibt's doch ja nicht, oder? Kaufst du was in China und denkst du so, oh geil, alles neu, alles geil. Und jetzt klappert der Scheißer. Ihr habt das nicht gehört, aber ich versuch's mal hier. Wenn wir Glück haben, Leute, wenn wir richtig Glück haben, dann ist das hier nur, wir gucken jetzt mal zusammen rein, oder? Wir gucken jetzt mal rein. Wenn wir Glück haben, dann ist das nur in Anführungszeichen der von der Befestigung hier, von den Schraubbefestigungen, ist das hier so ein, hier so ein Gegenhalter, wie heißt denn das hier, so ein Niederhalter, so der die Kabel dann niederhält. Ist ja, dass er sich auf dem Schiff, hat jetzt hier irgendwie 4 Wochen gedauert oder so, bis das hier war, auf dem Schiff rausgerackelt und rausgefallen, wisst ihr? So, hier so dieses Befestigungsteil für die Schrauben. Oh nee, das ist es nicht. Hier ist noch alles drin. Aber hier klappert irgendwas drin. Hier ist es rausgefallen. Oh, es ist ein Bauteil. Na toll. Oh, oh, scheiße, wo ist es denn jetzt hin? Das ist irgendein teures Bauteil. Ich glaube, Leute, dass der schon mal in Betrieb war. Weil hier ist ein Bauteil abgeflogen. Definitiv. Scheiße, das hat 6 Beine und der war definitiv schon mal in Betrieb, der Umrichter, weil, ach scheiße, ach ja, der ist verrostet. Hier unten rechts die Schraube ist verrostet. Da unten rechts, ihr werdet das wahrscheinlich nicht sehen, ne? Seht ihr das? Hier unten rechts die Schraube ist verrostet. Und, was ich auch sehe, der Aufkleber hier, QC Pass, ist durchgerissen. Der war schon mal auf. Ach, scheiße, Alter. Tja, haben wir einen Satz mit X gekauft. Das ist wieder China. Aber es ist verrückt, oder Leute? Es ist echt verrückt. Das ist doch alles zum Kotzen, Junge, ey. Jetzt darf ich die anschreiben. Ja. Jetzt darf ich die anschreiben, da ist irgendwas faul. Warte ich wieder ein halbes Jahr auf einen neuen. Ach, ist egal. Na, Juti. Juti, also habt ihr gesehen, Spindel ist da. Aber es sieht so aus, als wäre die Spindel schon mal in Betrieb gewesen. Und das Ding hier, der HY-Wechselrichter, ist definitiv kaputt. Hier ist ein Bauteil rausgefallen. Und das Qualitätssiegel ist gerissen. Ne? Also von daher mache ich jetzt Fotos und schicke das dem Chinamann und dann müssen sie sich kümmern. Ja? Alles klar. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, euer Chris.